Moin Leute und willkommen bei Rollerfix. In diesem Video geht es um das 15.000 Kilometer Review des Symjet 14 125 Kubik. Knapp 15.000. Wie ihr seht, habe ich das schon ausgestattet mit einem Topcase, Windschutzschild für etwas längere Touren. Die habe ich schon gemacht und sogar mit einem Sozius, mit meiner Frau. Also kann ich auch erzählen, wie er sich so schlägt, auch für längere Touren mit zwei Personen. Ich werde in diesem Video auf allgemeine Zuverlässigkeit eingehen, auf Komfort, ob alleine oder zu zweit mit einem Sozius, auf die Fahreigenschaften, auf die Ausstattung bzw. wie sie sich in den 15.000 Kilometern gezeigt hat, Ersatzteile, die Erschwinglichkeit bzw. die Erreichbarkeit von Ersatzteilen, auf den Service, also auch auf das Unternehmen Sym selbst, zumindest meine Erfahrungen mit dem Service hier in Deutschland, auf einige Kinderkrankheiten und vielleicht auch größere Probleme, und schließlich spreche ich eine Empfehlung oder beziehungsweise meine Meinung dazu, ob man das Modell kaufen sollte oder lieber nicht. Ein allgemeines Review von diesem Modell habe ich auch schon gemacht, das verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Da geht es eher um technische Daten und in diesem Video soll es eher um die Langzeiterfahrung gehen. Also wenn es euch interessiert, bleibt dran, jetzt geht's los. Fangen wir an mit der allgemeinen Zuverlässigkeit. Das ist ja immer wichtig für Rollerfahrer. Kann man den im Winter starten? Wie viele Startversuche braucht man? Damit hatte ich nie Probleme, also der ist immer angesprungen. Das ist natürlich ein Vorteil eines Einspritzers gegenüber der Vergasermodelle. Die Einspritzung wird elektronisch gesteuert und stellt sich natürlich auf Temperatur, Luftfeuchtigkeit und solche Faktoren ein. In den 1,5 Jahren, die ich den fahre, hatte ich nie Startprobleme, der ist immer angesprungen. Ich bin auch nie liegen geblieben, mir ist kein Riemen gerissen oder sonst irgendwelche Defekte, außer das Anlasserrelais. Dazu habe ich auch schon ein Video, das verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Und zwar geht es darum, dass ich mehrmals das Anlasserrelais bzw. den Magnetschalter wechseln musste, weil der auch bei ausgeschalteter Zündung gekurbelt hat. Der ist ja direkt mit der Batterie verbunden. Da muss ich aber sagen, das passierte immer, nachdem die Batterie zu schwach oder leer wurde. Wenn ich zum Beispiel zu lange das Licht angelassen habe, weil ich das für die Reparatur abends brauchte und nicht genug Licht hatte. Oder wenn ich den Schlagschrauber von der Batterie zu oft betrieben habe. Danach habe ich versucht, den Roller zu starten. Die Batterie war leer. Ich habe die über Nacht geladen, eingebaut und ab hier in ein paar Tagen geht jedes Mal der Magnetschalter kaputt. Beziehungsweise fängt irgendwo während der Fahrt an zu kurbeln. Das hört man, wenn man nicht gerade Musik auf den Ohren hat. Dafür muss man einfach die Batterie abklemmen, beziehungsweise man sollte versuchen, vielleicht die Batterie nicht leer zu kriegen. Was also unerwartete Überraschungen angeht, ist das ein sehr zuverlässiges Modell. So unerwartete Überraschungen gibt es so gut wie keine. Dann machen wir weiter mit dem Komfort. Und zwar habe ich das Thema auch schon im ersten Video angesprochen. Und man kann das hier vielleicht sehen. Von der Seite sieht man es besser. Diese Streifen. Ich habe echt nicht die größten Füße. Schuhgröße 43. Aber einsteigen geht's. Irgendwie habe ich mich dran gewöhnt, so einzusteigen. Aber beim Absteigen, man sieht, der Durchstieg, selbst mit Schuhgröße 43, kriegt man den Schuh so nicht raus. Jedes Mal beim Absteigen streife ich hier am Plastik. Und das hinterlässt Spuren, die selbst nach der Waschanlage, also der kommt jetzt gerade frisch aus der Waschanlage, nicht weggehen. Stört es einen? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe mich dran gewöhnt. Ja, man kommt gleich mit dem Fuß da dran. Stört mich nicht. Ist jetzt auf jeden Fall kein Ausschlussfaktor. Kommen wir nun zu der Sitzposition und das ist etwas, was mich im Gegensatz zu anderen Rollern, die ich gefahren bin, hier sehr freut. Nämlich hier der Raum für die Füße. Man kann nämlich ganz normal sitzen wie auf einem Roller, wie man das so sitzt. Die Beine sind mit einem 90 Grad Winkel angewinkelt.
Aber man kann die auch auf diese Stellfläche nach vorne stellen. Da sitzt man eher so wie auf einem Chopper oder auf einem Cruiser. Und diese Sitzposition ist echt sehr bequem. Zumindest finde ich mit meinen 1,73 die Sitzposition sehr bequem. Auch als Sozius hat man sehr viel Platz. Natürlich jetzt nicht so viel Platz wie der Fahrer, aber doch schon recht viel Platz. Das ist auch das Feedback der Frau, dass sie sich sehr wohl auf dem Roller fühlt, sehr bequem sitzt. Und zudem jetzt mit dem neuen Topcase und mit der Rückenlehne fühlt sie sich noch etwas sicherer auf dem Roller. Die Fußrasten sind auch da sagt sie aber, die wären zu klein und es ist ein bisschen anstrengend, über längere Zeit den Fuß irgendwie so zu platzieren, dass diese Stelle dann nach einer längeren Fahrt nicht wehtut. Klar, man kann das, denke ich mal, hier nachrüsten, etwas breitere Fußrasten einbauen. Es gibt ja Maxi-Roller, die eine ganze Trittfläche haben, so dass der ganze Fuß drauf passt. Aber für diese Preisklasse und wenn man bedenkt, dass es ein 125er Roller ist, finde ich die Fußrasten schon sehr gut. Kommen wir nun zu den Fahreigenschaften. Da hat sich zum Glück nichts verändert seit dem ersten Review. Die Beschleunigung ist gleich geblieben, die Endgeschwindigkeit ist gleich. Wir sind bei ca. 99, 98 km/h, vielleicht auch 100. Das sind laut Tacho an der Endgeschwindigkeit auf einer Geraden ca. 108. Da zieht man die Toleranz ab. Per GPS werden, ich glaube, 95 angezeigt. Da addiere ich ein paar Kilometer drauf, weil auch GPS nicht ganz genau ist. Also kommt man bei ungefähr knappen 100 km/h raus. Auf der Geraden ändert sich nichts bei der Endgeschwindigkeit mit dem Sozius. Nur an der Beschleunigung. Klar, man beschleunigt etwas langsamer. Bergauf, wenn man so eine schöne Serpentinenstraße fahren möchte, da merkt man schon den großen Unterschied. Und zwar zieht der Roller bis ungefähr 65 km/h ganz gut. Ab 65 eher lahmarschig und bei der Endgeschwindigkeit von ca. 75 laut Tacho ist auch schon Schluss. Aber wie gesagt, das ist bergauf mit einem Sozius. Für ein 125er Modell finde ich das schon akzeptabel. Und jetzt der Geheimtipp für Sparfüchse. Die angegebenen 2,7 Liter pro 100 Kilometer hält er wirklich ein. Ich fahre sehr viel in der Stadt und in der Stadt komme ich wirklich auf 2,7 Liter pro 100 Kilometer mit viel Bremsen, viel Beschleunigen. Die Überraschung kommt dann bei längeren Touren. Ich bin nie so ins Detail gegangen, nachzurechnen, wie viel ich auf längeren Touren verbrauche. Aber mir ist aufgefallen, wenn ich in der Stadt fahre, verschwindet hier der erste Balken bei ungefähr 62 km/h. km/h natürlich, bei etwa 62 gefahrenen Kilometern. Bei einer der Spazierfahrten mit meiner Frau, wir sind von Dortmund nach Ennepetal gefahren. Wer diese Strecke kennt, der weiß, da geht es ein bisschen bergauf, bergab, schöne kurvige Straßen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich habe vor der Fahrt vollgetankt und der erste Streifen ist erst nach etwas über 80 Kilometern gegangen. Das heißt, alleine bevor der erste Balken wegging, konnten wir ganze 20 Kilometer mehr fahren, als wenn ich alleine in der Stadt fahre. Am Ende dieser Fahrt, wir sind ungefähr, also mindestens 90 Kilometer gefahren. Das sind von uns 45 Kilometer in eine Richtung, 45 in die andere. Dann sind wir hier noch ein bisschen gefahren. Also ungefähr nach 100 Kilometern habe ich für 3 Euro nachgetankt. Bei den Spritpreisen, ich weiß nicht mehr den genauen Preis, wie teuer der Liter damals kostete. Aber umgerechnet sind es sogar unter 2 Liter Verbrauch auf 100 Kilometern. Und das war eine echte Überraschung, für einen halben Tag durch die Gegend cruisen, einfach nur 3 Euro nachzutanken. Dazu muss ich aber sagen, wir sind ohne Autobahn gefahren. Aber wer fährt auch schon Autobahn, wenn er cruisen möchte? Dann schauen wir uns an, wie sich die Ausstattung geschlagen hat. Davon gibt es hier eigentlich nicht sehr viel. Ist ja auch ein recht günstiger 125er Roller. Hier der Haken, lässt sich ausklappen, einklappen. Inwiefern der sich einklappen muss, weiß ich nicht. Der hat mich auch im aufgeklappten Zustand nie gestört. Ja, der ist stabil, wie jeder andere Haken bei allen Rollern auch. Dann kommen wir hier zu dem Handschuhfach. Das ist, ich weiß nicht, wer sich das einfallen lassen hat.
Fangen wir damit an, dass die nicht verschließbar ist. Das heißt, Wertsachen würde ich hier nicht aufbewahren. Das ist so ein billiger Verschluss, der auch nicht immer beim ersten Mal aufgeht. Da drin gibt es eine Ladebuchse. Ich weiß nicht, wer sich das einfallen lassen hat. Es gibt ja Modelle, die eine Ladebuchse im Helmfach haben. Hier hat man sich wahrscheinlich gedacht, vorne macht es mehr Sinn, eine Ladebuchse einzubauen. Dachte ich am Anfang auch, bis ich die dann irgendwann gebraucht habe. Also, das Gute ist, wenn man den Roller wäscht in der Waschanlage, kommt hier zwar ein bisschen was rein von dem Wasser, aber die wichtige Stelle, wo die Ladebuchse ist, die bleibt dann meistens trocken. Was die Lademöglichkeit an sich angeht, die ist erstmal hier mit einem wasserdichten Verschluss verschlossen. So ein Gummideckel. Ich weiß nicht, wer sich das hat einfallen lassen, aber die Größe dieses Fachs, das ist ein ganz normales, so ein China-Handy. Ja, man könnte denken, Riesenmodell, ist aber nicht größer als die momentanen Flagships von, was weiß ich, Pixel, Samsung oder iPhone. Und da ist es schon problematisch, hier das Handy reinzubekommen. Ne? So. Mit einem angeschlossenen Kabel schon gar nicht. Also, was passt hier rein? Was kann man hier laden? Ja, zum Beispiel so eine Bluetooth-Anlage vom Helm. Die passt da ganz gut rein. Die kann man laden. Aber da haben wir das nächste Problem. So lädt es. So lädt es nicht mehr. Das heißt, um hier etwas drin zu laden, braucht man eine eingeschaltete Zündung. Das Headset braucht man meistens während der Fahrt und will es nicht während der Fahrt hier im Fach lassen und laden. Man hört ja zwischendurch Musik oder kommuniziert durch die Anlage mit dem zweiten Helm, der hinter einem sitzt. Das Headset oder generell alle kleinen Geräte hier im Fach zu laden, während man eine Pause einlegt, zum Beispiel auf einer Raststätte, ist auch keine Option, denn man kann die Zündung ja nicht dauerhaft eingeschaltet lassen. Das saugt die Batterie leer. Die einzige Option, man lässt den Motor laufen und bleibt beim Roller, denn nicht nur ist das Fach hier nicht abzuschließen, sondern wer lässt schon einen laufenden Roller einfach ohne Aufsicht dastehen. Das ist eine zu große Verführung für jemanden, der noch keinen Roller hat. Gut, dann ist die Ladebuchse und das Fach an sich hier bisher nutzlos. Aber was, wenn wir das Kabel einfach hier zum Handy führen und während der Fahrt laden? Dann ist der Motor ja an, ist kein Problem. Problem ist aber, dass es hier keinen Durchgang fürs Kabel gibt. Und das Fach kann man nicht schließen, ohne das Kabel hier einzuquetschen. Ich habe auch schon versucht, dachte, okay, dann ziehe ich den hier durch. Aber auch hier, da ist schon Ende. Das ist alles verschlossen von allen Seiten. Vielleicht baue ich irgendwann die Frontverkleidung ab oder die Verkleidung und schaue, ob das Kabel sich irgendwie da durchziehen lässt, dass das hier irgendwo rauskommt oder eben hier. Aber so ohne weiteres ist es nicht möglich. Die Ladebuchse verwende ich also nicht. Man kann da während der Fahrt irgendwas aufbewahren. Ich lasse da jetzt zum Beispiel ein Stück Papier drin. Wenn die Ölprüfanzeige sich wieder meldet, der erinnert einen nämlich alle 1000 Kilometer daran, das Öl zu prüfen. Dann habe ich hier ein Stück Papier, kann eben schnell den Ölstand prüfen. Sonst ist das Fach und die Lademöglichkeit aus meiner Sicht absolut nutzlos. Weiter machen wir hier mit dem Tacho. Eigentlich ist es hier so eine Standardausstattung. Viel wird hier nicht angezeigt. Immerhin die Drehzahl. Die Temperatur, die Motortemperatur wird nicht angezeigt.
Und die Uhr, die wir hier mit an Bord haben, die geht ungefähr 1 Minute pro Monat vor, zumindest so bei mir. Das heißt, wenn man ein Jahr die Uhr in Ruhe lässt und nicht nachstellt, geht die Uhr am Ende des Jahres ungefähr 12 Minuten vor. Dann haben wir hier da die Spannungsmessung. Wie ihr seht, das ist schon eine kranke Batterie. Der Roller springt aber problemlos an. Das liegt nämlich daran, dass die Spannungsanzeige auch nicht ganz richtig ist. Die zeigt ungefähr 1 Volt unter der tatsächlichen Spannung. Wer eine genaue Spannung haben möchte, geht hier in das Batteriefach und misst direkt an der Batterie. Ich denke mal, die Anzeige zeigt irgendwie Restspannung, nachdem alle Geräte versorgt sind, oder keine Ahnung, oder ist halt eine billige chinesische Elektronik. Eine wichtige weitere Ausstattung bei dem Roller ist das ABS. Das setzt beim Hinterreifen für meinen Geschmack etwas zu früh ein. Es gab ein paar Situationen, wo ich von einem normalen Roller das so kenne, dass der Reifen noch nicht blockieren würde. Dennoch spürt man im Lenker, dass das ABS eingesetzt hat. Was das ABS beim Vorderrad angeht, das ist ein leidiges Thema leider bei diesem Modell, und dazu komme ich am Ende des Videos zu sprechen. Überrascht hat mich bei diesem Modell vor allem das Licht. Die Helligkeit des LED-Lichts ist nicht mit einem 50 Kubik Roller zu vergleichen, und die Helligkeit kenne ich auch von keinem der Autos, die ich bisher gefahren bin. Der Lichtkegel ist sehr breit, sehr hell und vor allem sehr gleichmäßig. Die ganze Straße auf der ganzen Breite wird ausgeleuchtet, aber vor allem in den Kurven gibt es ein Problem. Und zwar kann man hier zum Beispiel sehen, die Straße ist an sich ganz gut ausgeleuchtet, aber sobald man in die Kurve geht, ist man in einer leichten Schräglage, und in dieser Schräglage verändert sich auch die Linie der Beleuchtung. Und zwar die Ecke, wo man hin abbiegt, wird auf eine viel kürzere Entfernung beleuchtet, aber die Linie der Seite, wo das Gegenverkehr kommt, steigt, und somit werden Autos geblendet. Ich habe das schon sehr oft erlebt, wenn ich in der Dunkelheit fahre und so in die Kurven gehe und jemand, so wie hier in diesem Video, erwischt wird, dass ich dann regelmäßig eine Lichthupe bekomme von natürlich unzufriedenen Autofahrern. Kann ich auch verstehen. Da kann ich als Fahrer dieses Modells leider nichts ändern, außer ich gehe jetzt mit 10 km/h ohne Schräglage in die Kurve. Aber der Blick dieses Rollers, wenn man den so von außen anguckt, hat schon einen Charakter. Dann kommen wir jetzt zu den Ersatzteilen. Und zwar ist das Modell ja recht neu. Ich fahre das ABS-Modell mit Baujahr 2021, und da ist das Händlernetz aus meiner Erfahrung noch nicht ganz so gut ausgebaut. Bei unterschiedlichen Händlern im Internet gibt es unterschiedliche Angaben, was die Maße zum Beispiel der Riemen angeht, was die Gewichte der Vario-Rollen angeht, und sogar bei einfachen Sachen wie der Zündkerze gibt es unterschiedliche Angaben bei unterschiedlichen Händlern. Wer also Ersatzteile braucht, zum Beispiel für eine Inspektion, der sollte sich vor dem Kauf die Originalteile erstmal anschauen, wiegen, messen, was auch immer, die Daten von den Teilen ablesen, bevor man sie bestellt. Mit Sicherheit Originalteile, die zu dem Roller passen, bekommt man hier in Deutschland vom SYM-Händler selbst. Der sitzt leider in Frankreich, was hohe Lieferkosten mit sich bringt, und die originalen Ersatzteile an sich kosten natürlich viel mehr als Ersatzteile, die man sonst irgendwo bekommt. Aber auch da gibt es ein Problem, und zwar, ich weiß nicht, welche Praktikanten da in diesem Werk arbeiten, aber ungefähr 1 von 3 Bestellungen, die man da tätigt, die kommen falsch an. Teile kommen entweder defekt oder ganz andere Teile. Ich habe zum Beispiel so kleine Schrauben für die Bremsscheibe bestellt. Das sind so 5 Stück in einer Packung. Angekommen ist ein großer fetter Bolzen für Auspuffbefestigung. Kontaktaufnahme mit dem Händler sehr schwer. Die antworten nur auf Französisch, auch wenn man in 3 Sprachen, ob man jetzt in Deutsch schreibt, in Deutsch-Englisch oder in 3 Sprachen mit Google Übersetzer, was auch immer, die antworten nur mit einem kurzen Satz auf Französisch, den man sich dann auch übersetzen muss. Ich weiß auch nicht, was das für eine Politik ist, aber dazu in einer Minute noch mehr. Und schließlich kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Thema, nämlich
die Vorderfelge bei diesem Modell. Ungefähr nach der zweiten Inspektion, die ich bei 1000 Kilometer gemacht habe, das war bei mir weniger als einen Monat nach dem Kauf, weil ich ja recht viel fahre, ist mir aufgefallen, dass das Bremsverhalten am Vorderrad nicht gleichmäßig ist. Man kann sich das vorstellen, als würde man die Bremse betätigen und dann leicht loslassen, dann nochmal betätigen, loslassen und das dauerhaft. Wenn man bremst, fühlt man sich so wie auf einem Schaukelpferd. Damit bin ich zum Händler gegangen und habe gesagt, ey, schau mal, da ist was nicht in Ordnung. Ich habe ihm von Anfang an gesagt, diese Schübe, die kommen absolut gleichmäßig. Das heißt, es hat irgendwas mit der Felge an sich zu tun, denn bei gleichbleibender Geschwindigkeit sind diese Abstände, diese Ruckelabstände gleich. Was hat der Fachhändler hier in Dortmund gemacht? Der hat die Bremsklötze gewechselt und am Anfang schien es so, als wäre das Problem weg. Lag aber wirklich nur daran, dass die Bremsklötze komplett an der Bremsscheibe anliegen und das irgendwie ausbessern. Circa 50 bis 100 Kilometer weiter, das ist bei mir ungefähr eine Tagesfahrt, ist mir aufgefallen, dass das Problem immer noch da ist. Ich bin also nochmal zum Händler hingefahren, habe gesagt, hey, das Problem ist immer noch da, mach mal was dagegen. Der Roller war ja noch in der Garantiezeit, war sehr frisch. Und da meinte der Händler, nee, das muss so tatsächlich, damit die Bremsklötze durch diesen Schub wieder auseinandergedrückt werden. Weiß ich nicht. Kannte ich bei keinem Modell bisher, nicht bei 50er, nicht bei 125er. Außerdem, das Hinterrad hat dieses Problem nicht und da bleiben die Bremsklötze auch nicht an der Bremsscheibe kleben. Also habe ich mir gedacht, gut, dann wechsle ich die Bremsscheibe selbst. Ich dachte, das wäre vielleicht die Bremsscheibe. Die Bremsscheibe gewechselt, Bremsklötze gewechselt. Das Problem ist immer noch da. Also bin ich doch mal zu dem Vertragshändler gefahren und habe gesagt, ey, Bremsklötze hast du gewechselt, Bremsscheibe habe ich gewechselt. Das Problem ist immer noch da. Schau mal, ob die Felge vielleicht einen Schlag hat oder irgendwas. Das liegt nicht an diesen beiden Teilen. Was hat der Händler gemacht? Die Bremsklötze gewechselt. Wieder 30 € Aufpreis, Bremsklötze gewechselt. Das Problem ist also immer noch da. Ich habe mir gedacht, gut, gehe ich mal zu einem anderen Händler, der ist nicht Vertragshändler, einfach eine Reifenwerkstatt. Die legen das Rad auf die Wuchtmaschine und sagen gleich, die Felge hat einen Schlag. Das, was ich beim Vertragshändler angesprochen habe, das, wo er die Inspektion mehrmals durchgeführt hat und sich das angucken wollte und sich das angucken sollte, das ist ihm nicht aufgefallen in einer anderen Werkstatt, aber direkt. Also gut, mit diesem Vertragshändler will ich nichts mehr zu tun haben. Das mache ich dann selbst. Ich habe also bei Sym, was ich gerade erwähnt habe, in Frankreich, die Originalfelge bestellt. Die hat 330 € gekostet zu dem Zeitpunkt ungefähr. Die neue Felge ist bei mir angekommen. Direkt beim Auspacken habe ich schon gesehen, das ist keine neue Felge. Da gab es so kleine Lackabsplitterungen, die überlackiert wurden. Das konnte man sehen. Ihr kennt das vielleicht, wenn Lack abgesprungen ist. Das hat ja eine gewisse Schicht. Wenn man drüber lackiert, sieht man so diese kleine Delle. Und das hatte die Felge an mehreren Stellen. Ich bringe die Felge also wieder zu dem Reifenhändler. Der legt die Felge auf die Wuchtmaschine. Die Felge hat einen Schlag. Ich weiß nicht, ob mir die gebrauchte Felge geschickt wurde, die jemand anderes schon zurückgeschickt hat, wegen des Schlags. Oder ob ich einfach Pech habe und 2 Originalteile mit einem Schlag bekomme. Egal, ich habe ja eine 14-tägige Rückgabefrist. Also schreibe ich den Händler an, schicke ihm das Video. Hier, die Felge ist nicht ganz gerade, möchte ich zurückschicken. Schreibt er okay, schick mal zurück. Schreibt er einfach in einem Satz auf Französisch. Okay, schick die Felge zurück. Ich habe ihm die Felge geschickt, natürlich mit Sendungsverfolgungsnummer. Der Händler hat den Erhalt dieser Felge bestätigt. Ich habe eine Bestätigung mit dieser Sendungsverfolgung bekommen und ab da hörte ich nichts mehr von dem Händler. Der hat ja 2 Wochen Frist, um das Geld zurückzuerstatten, nachdem er die defekte Ware bekommen hat. Die 2 Wochen sind vergangen. Ich habe das Geld nicht zurückbekommen. Ich habe den Händler angeschrieben, gefragt, wann ich denn das Geld zurückerhalte. Keine Rückmeldung. 2 Wochen später nochmal angeschrieben, wieder keine Rückmeldung.
Insgesamt nach einem Monat Wartezeit auf das Geld, da waren die 2 Wochen gesetzliche Frist eigentlich schon verstrichen, habe ich bei PayPal einen Fall aufgemacht. Man hat ja bei PayPal, mit dem ich auch bezahlt habe, einen Käuferschutz. Von dem habe ich dann Gebrauch gemacht, einen PayPal-Fall aufgemacht. Der Händler hatte 2 Wochen zu reagieren. Auch diese 2 Wochen hat er verstreichen lassen, ohne sich zu melden. Und den nächsten Tag, nachdem die Frist abgelaufen ist, da wollte ich schon das Geld per PayPal zurückziehen lassen. Da kam ohne Rückmeldung des Händlers plötzlich das Geld auf dem Konto an. Das heißt, 1,5 Monate habe ich auf eine Antwort gewartet, keine Antwort erhalten, einen PayPal-Case aufmachen müssen, um mein Geld zurückzubekommen, was eigentlich innerhalb von 2 Wochen ohne Probleme laufen sollte. Gut, habe ich mir gedacht, ich habe immer noch eine Felge mit dem Schlag, die andere Felge mit dem Schlag habe ich zurückgeschickt. Die Vertragswerkstatt hier vor Ort kann mir nicht helfen. Der Händler kann mir nicht helfen und hat einen richtig beschissenen Service, wenn ich das so sagen darf. Also bestelle ich bei einem Zwischenhändler, die gibt es ja genug und das habe ich auch gemacht. Die Felge war eine Originalfelge, kostete aber etwas weniger als direkt bei Sym. Ach ja, das Zurückschicken der defekten Felge an Sym hat mich auch noch 20 € gekostet, weil der Versand recht schwer ist und nach Frankreich ging. Also jetzt die neue Felge beim Zwischenhändler bestellt, auf einem anderen Internetportal. Die ist bei mir angekommen und 3-mal dürft ihr raten, die hatte auch einen Schlag. Beziehungsweise ist es wahrscheinlich kein Schlag, sondern ein Gussfehler. Vor allem auf der Seite, wo die Bremsscheibe ist, sieht man sehr deutlich, wie ungerade diese Felge läuft. Auch diese Felge musste ich auf eigene Kosten zurückschicken. Das heißt, die Lieferkosten, die waren jetzt nicht so hoch, wie wenn ich die nach Frankreich zurückgeschickt hätte. Aber 3 von 3 Originalfelgen haben diesen Gussfehler. Ich dachte, kann ich denn so viel Pech haben oder sind die Felgen tatsächlich bei diesem Modell alle defekt? Und siehe da, bekomme ich einen Kommentar unter dem Video, dass ich nicht der Einzige bin, der dieses Problem hat. Es scheint also ein Problem dieses Modells zu sein, dass die Felgen, die dafür gegossen werden, einfach einen Fehlguss haben, einen Schlag oder einen Defekt. Nennt es wie ihr wollt, aber ich sehe das schon als leichtes Sicherheitsrisiko. Gut, das Spiel der Bremsscheibe ist jetzt nicht allzu groß und während einer normalen Fahrt merkt man das nicht. Man merkt das manchmal mit dem Sozius, wenn der Roller sehr stark beladen ist und man den Lenker loslässt, dass er leicht ruckelt. Wenn man alleine fährt, hat man das Problem nicht. Man merkt das nicht während der Fahrt. Man merkt das wirklich nur im Bremsvorgang, dass der Bremsvorgang so unregelmäßig ist. Aber so oft wie bei mir bei dem Hinterrad ABS ausgelöst wurde, hatte ich beim Vorderrad nicht ein einziges Mal ABS ausgelöst. Ich weiß, das Hinterrad ist anfälliger für ABS, weil es bei einem Bremsvorgang entlastet wird und schneller blockieren kann. Dennoch kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob das ABS beim Vorderrad überhaupt funktioniert, weil die Messung der ABS-Sensor ja am Vorderrad an der Bremsscheibe sitzt. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade, denn das Modell gefällt mir eigentlich sehr gut. Es hat fast alles, was man braucht für eine Fahrt. Gut, man kann das Handy unterwegs nicht laden. Dann nimmt man eine Powerbank oder lädt es irgendwo an der Raststätte zwischen den Fahrten. Das ist natürlich so ein Schwachpunkt. Aber der größte Schwachpunkt ist halt diese Vorderfelge. Und obwohl es sehr bequem zu fahren ist, sehr bequem mit dem Sozius zu fahren ist, würde ich diesen Roller kaufen oder zum Kauf empfehlen, nachdem ich das hier weiß? Natürlich nicht. Auch wenn das ABS vor allem bei 125ern in dieser Preisklasse keine Norm ist und man vielleicht das ABS auch nicht unbedingt braucht, wenn man vorsichtiger fährt, ist es trotzdem schön, es zu haben. Und vor allem ist es super nervig, mit diesem Roller zu bremsen. Auch wenn man keine Probleme während der Fahrt hat. Man hat keine Probleme in der Kurve. Man merkt da eigentlich nichts von, aber der Bremsvorgang ist sehr unangenehm. Ich hatte noch keine Probleme damit, keine Unfälle gebaut. Ich hatte noch keine Probleme damit, rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Ist aber vor allem bei geringen Geschwindigkeiten, wenn man an die Ampel ranfährt, super nervig. Und das war's auch schon, was mir jetzt so spontan zu diesem Modell einfällt.
Ihr könnt natürlich weitere Fragen in den Kommentaren stellen, falls euch irgendwas interessiert, was ich noch nicht erwähnt habe. Ansonsten würde ich mich über ein Like unter dem Video sehr freuen. Ihr könnt selbstverständlich den Kanal kostenlos abonnieren, um weitere Tipps, Videos, Reviews, Reparaturanleitungen nicht zu verpassen. In diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt. Das ist natürlich ein Vorteil eines Einspritzers gegenüber dem des oder? Bei einem Zweirad, was nur 2 Räder hat,